Hallo ihr Lieben, heute geht es darum, wie wir unseren super Fitline Joghurt zubereiten. Denn das wurde ich tatsächlich von einem netten Kunden gefragt. Und seien wir mal ehrlich, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, also fangen wir direkt an. Wenn du noch kein Fitline Kunde von mir bist, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail für eine kostenlose Beratung oder besuch meinen Fitline Shop. Du findest alles in der Videobeschreibung. Ich kann nur sagen, Fitline lohnt sich. Fangen wir jetzt aber mit der Zubereitung unserer Darmpflege, dem Feelgood Joghurt, an. Ja, wir bekommen also so ein Päckchen und was machen wir damit? Wir haben hier den Joghurt-Zubereiter und ich habe hier schon einmal alles hingelegt, was man noch dazu benötigt. Und man sollte natürlich eine Milch verwenden. Welche Milch sollten wir nehmen? Naja, eine möglichst hochwertige natürlich. Im Idealfall ist das eine Biomilch, die 3% und mehr Fett hat. Aber das ist eine persönliche Entscheidung. Das wirkt sich allerdings auf den Geschmack des Joghurts aus. Und ja, jeder so wie er mag. Nur, wir müssen bedenken, dass die Bakterien, die sich ja entwickeln sollen, oder sind das probiotische Kulturen, ich denke mal eher das, natürlich auch von der Grundlage abhängig sind. Also fangen wir jetzt mit der Zubereitung an. Ja, also als allererstes, ihr Lieben, und ich weiß, dass ihr jetzt eher meinen Rücken seht, haben wir das. So, was machen wir? Wir nehmen die Milch. Und wenn wir die Milch nehmen, wir schütten das halben Behälter voll mit Milch. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir rüber zu unserer Packung Feelgood Joghurt. Wir schneiden die Packung natürlich auf, wer hätte das gedacht. Da sehen wir das kostbare Pulver. Das geben wir jetzt komplett in unser Behältnis. Daraus wird unser leckerer Joghurt. Und jetzt rühren wir. Wir rühren und rühren, bis alles fertig ist. Also bis möglichst wenig Klumpen existieren. Das ist unser Ziel. So, wenn wir das geschafft haben, dann nehmen wir den Rest unserer Milch und füllen auf. Ja, und nicht vergessen, ne? Machen jetzt den Deckel drauf, ganz wichtig. Er muss auch wirklich zu sein. Jetzt kommt unser Bottich hier. Ja, wir brauchen jetzt heißes Wasser. Heißes Wasser habe ich an der Stelle schon mal vorbereitet. Kochend heißes Wasser, das schütten wir jetzt hier rein. Und zwar bis zu diesen Markierungen könnt ihr die sehen. Also natürlich seht ihr die. Bis zu dieser Markierung. Jetzt nehmen wir die kleine Schüssel und packen sie hier rein. Als nächstes nehmen wir den Deckel und schließen ihn eigentlich so, dass das Wasser nicht an den Seiten herausspritzt. Ja, an der Stelle, was hat es denn auf sich, wenn das Wasser rausläuft? Das heißt, ich habe zu viel Wasser reingegossen. Ich war also über den Markierungen. So, wie ihr seht, ich habe eine kleine Küche. Was machen wir jetzt mit dem Bottich? Nun ja, wir lassen ihn stehen. Wir lassen den Bottich jetzt mindestens 12 Stunden stehen. Und nach 12 Stunden nehmen wir das kleine Schüsselchen wieder raus und packen es für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt fragst du dich vielleicht an der Stelle, was ist eigentlich, wenn ich die 12 Stunden nicht eingehalten habe und ich habe es außerdem länger im Bottich gelassen? Kann ich den Joghurt dann wegschmeißen? Nein.
Es haben sich wahrscheinlich mehr Kulturen gebildet und das mag dazu führen, dass er sauer schmeckt, aber er ist weiterhin gut und genießbar. Du musst ihn also nicht entsorgen. Das wäre auch sehr schade darum. Und dann packst du ihn in den Kühlschrank. Wenn er in dem Kühlschrank ist, bleibt er dort, bis du ihn verbraucht hast. Aber bitte erst anfangen, nach mindestens 12 Stunden zu essen, damit du auch ein schönes Ergebnis hast. Und dann kannst du ihn so für 3 bis 5 Tage verwenden. Du kannst ihn zum Beispiel mit Himbeeren mischen, mit Haferflocken oder anderen Dingen, die dir gefallen. Oder du machst es so wie ich und isst ihn einfach pur. Wirklich lecker. Und vor allen Dingen gesund. Ja, falls du noch kein Fitline-Kunde bist, schreib mir gerne eine E-Mail. Wir können gerne eine kostenlose Beratung durchführen oder besuch einmal meinen Fitline-Shop und schau dir an, was es bei uns alles so gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall für deine Gesundheit. Und wenn du Fragen hast, schreib mich einfach an.